Realistischer Zeitraum von 80 bis 120, habe jetzt 4 bis 5 Wochen gebraucht für 79, FS 65, 6x60. Das kann dir keiner sagen, Sir. Aber Minimum einen Monat. Ich sage mal so, ne? Setz dir einfach realistische Ziele, zum Beispiel ein Level-Up pro Tag. How about that? Ein Level-Up pro Tag wärst du 110. Setz dir kleine, aber realistische tägliche Ziele. Und dann ist es egal, wie lange es dauert. Es dauert so lange, wie es dauert. Daran kann man sowieso nichts ändern. Also man spielt grottenschlecht. Und macht gefühlt alles falsch, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass du das nicht tust. Und dann dauert es so lange, wie es wie gesagt dauert. Und dann gehst du von 8 Wochen aus, 5 Level pro Woche. Ich würde mir keine Wochenziele setzen, sondern wirklich Tagesziele. Also musst du wissen, aber ich persönlich, für mich... Und wenn du mal ein Ziel nicht erreichst, dann musst du einfach das Ziel runtersetzen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du willst jeden Tag Level Up und dann schaffst du es halt einmal nicht, aber nicht, weil du zu wenig gespielt hast oder so, wo du sagst, na gut, ich habe es jetzt nicht geschafft, aber es war halt, weil ich heute einen Zahnarzttermin hatte und danach stand ich im Stau, sondern du schaffst es wirklich nicht, es geht einfach nicht mehr, du kriegst nicht mehr so viel XP. Dann sagst du halt, na gut, ich mache kein Level Up mehr, sondern ich mache jeden Tag 75%. Und, ja, irgendwie so. Also ich habe bei der 8-Char-Taktik es immer so gemacht, jeden Tag ein Level-Up, aber halt nicht beim gleichen Char. Weil 8-Char-Taktik ist ja irgendwann, und in dem Bereich kommst du jetzt bald, wo du immer Party auf Schaden, Party auf Level, Party auf Schaden, Party auf Level machst, das ist immer abwechselnd. Und da ist es dann genau so, da macht dann an einem Tag, also vorausgesetzt, du spielst halt nicht so viel, sondern halt nur wenige Stunden pro Tag oder nur 1-2 Stunden pro Tag, whatever, dass du dann heute ein Level-Up im Elementor machst, also machst heute Party auf Schaden sozusagen, machst die 50, 60, 70%, die ihm noch fehlen, boom, Level-Up. Dann levelst du noch deine restlichen Power-Ups oder Amplis leer. Natürlich wird niemals Party auf Level oder Schaden. Also außer du hast so wie ich hunderte Amplis, wo es dann vollkommen wurscht ist. Aber grundsätzlich würde ich immer ausleveln sozusagen. Also wenn du 1 Stunde Amplis aktivierst bei den Leechern, dann lässt du natürlich für die volle Stunde die Party auf Level, selbst wenn sie schon früher Level-Up haben. Und beim Leveler, sofern er nicht droht, die 19 Level zu überschreiten, genau das gleiche. Wenn du beim Leveler volle Power-Ups und so weiter aktivierst und Amplis und was weiß ich was, Ballon, Flower Pot, dann natürlich auch die volle Stunde durchziehen mit Party auf Schaden und erst dann wieder auf Level umstellen, damit man die Amplis und so weiter nicht verschwendet, sondern maximal nutzt. Und wenn du das so machst, sollte eigentlich, also bis Level 100 auf jeden Fall, also du spielst wirklich nicht viel, jeden Tag ein Level-Up drin sein. Halt entweder der Leveler oder die Leecher. Das ist bis Level 100 eigentlich echt nicht so krass. Und eben durch dieses Entweder-Oder ist es halt wirklich recht einfach. Weil in der Regel du startest ja in der Regel nie mit 0%. In der Regel startest du immer mit mindestens 5 oder 10%. Gibt ja dann auch die Quest-Verwaltungsquests, die dich immer mal wieder um 20% einfach so hoch boosten, wenn du sie abgibst. Sowohl bei den Leechern als auch beim Leveler. Und dann ist das eigentlich echt easy. Also bis Level 100 auf jeden Fall. Weiß nicht mehr, wie es nach Level 100 ist. Da kommt es dann drauf an, wie viel du spielst. Aber ja, also bis 100 auf jeden Fall auf Borodeng. Danach wird es dann schon ein bisschen anstrengender. Aber ich würde immer mit kleinen, realistischen Zielen arbeiten, die man eigentlich ohne, sofern halt wie gesagt nichts vorkommt, ohne besondere Vorkommnisse, ohne Probleme schaffen kann. Und wenn man merkt, okay, das Ziel, ich muss jeden Tag 20 Minuten überziehen, damit ich mein Ziel noch erreiche, dann ist halt irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagen muss, na gut, okay, das Ziel ist einfach nicht mehr realistisch, ich habe jetzt ein zu hohes Level, die XP sind zu schlecht, ich muss mein Ziel runterschrauben. Bei Flive PC, by the way, hatte ich irgendwann Tagesziele von sowas wie jeden Tag 1%. By the way. Bei Flive PC hatte ich irgendwann Tagesziele von nur noch 1% und ich glaube irgendwann sogar nicht mal mehr 1%.
Da habe ich einfach nur dann gesagt, ja, ich will jetzt ein bisschen XP machen. Also für FPC war ich immer so, warten aufs nächste XP-Event, weil Leveln ohne XP-Event, also das kann man mit Flive Universe legit nicht vergleichen. Flive PC war wirklich komplett crazy, was das angeht, weil die Base XP in Flive PC war quasi nicht vorhanden. Du musstest immer auf XP-Event warten, um deine Q-Empties zu zünden, weil sich das sonst einfach nicht rentiert hat und es einfach viel zu teuer war. Und da habe ich dann immer so gesagt, okay, jetzt ist kein XP-Event, das heißt, ich mache jeden Tag 1%, was ja gar nichts ist. Das heißt, in 3 Monaten schaffst du nicht mal ein Level up. Aber ich mache zumindest, oder es waren vielleicht auch mal 5%, je nachdem. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mir so richtig kleine Ziele gesetzt, die man halt auch wirklich schaffen kann. Man farmt Event-Items und nebenbei levelt man so ein kleines bisschen. Und dann sagst du, okay, nächstes XP-Event ist wahrscheinlich in 2 bis 4 Wochen. Und in diesen 2 bis 4 Wochen machen die meisten Leute gar nichts, weil die meisten Leute leveln ohne XP-Event nicht. Das ist ja in Flive Universe jetzt tatsächlich immer noch so. Wobei, in Flive PC war es wirklich so, ohne XP-Event hat wirklich keiner gelevelt, weil es sich nicht gelohnt hat. Aber so grundsätzlich ist das immer noch so ähnlich. Und da habe ich aber dann den Vorteil gehabt, weil ich war ja auch der erste Crack-Shooter auf Level 170 auf dem deutschen Server. Da hatte ich dann den Vorteil gehabt, dass die anderen Leute das nicht gemacht haben. Und da habe ich dann die anderen alle abgehängt mit dieser Taktik. Weil die haben quasi immer nur XP-Event gelevelt und wenn dann halt 2 Wochen keins war, habe ich halt meine 14 oder mehr Prozente gemacht. Und die anderen haben halt in der Zeit gar nichts gemacht. Und XP-Event habe ich dann immer 24-Stunden-Stream gemacht oder halt 18 Stunden oder whatever. Und dann richtig durchgezogen. Und, ja. Also so können auch kleine, das ist ein gutes Veranschaulichung davon, wie auch so Kleinvieh macht auch Mist. Weil ich dann beim XP-Event mit 14% mehr starte. 14% bei XP-Event bei Flive PC, das war locker, also auf jeden Fall über eine Stunde auf dem Level, wo ich dann später war, also 160 plus. Bei Flive PC, da waren das sogar mehrere Stunden wahrscheinlich. Also so 5% waren es nicht, aber ja, 10% pro Stunde vielleicht. Waren es dann 1,5 Stunden, die du dir gespart hast. 1,5 Stunden, die du früher das nächste Level-Up erreichst, etc. Also, ne? Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit so kleinen Zielen. Das ist auf jeden Fall motivationsfördernder, als einfach nur zu sagen, ich will diesen Monat oder so. Oder wenn du anfängst mit so riesigen Beträgen oder Zahlen zu rechnen, weiß nicht, das ist irgendwie zu abstrakt. Sobald du anfängst in Monaten, Wochen oder Hunderten von Stunden zu rechnen oder so, das ist irgendwie... Da kann man sich ja gar nichts drunter vorstellen. Das ist seltsam. Dann lieber einfach ein realistisches Tagesziel, was man wirklich in den 1,5, 2, 3 Stunden, die man täglich spielt, jeder wie er Zeit hat, schaffen kann. Und dann ist gut. Und dann fühlt es sich auch immer geil an, wenn man das Ziel übertrifft. Zum Beispiel du sagst, Mann, heute lief richtig gut, ich habe sogar 60% gemacht, let's go. Dann kannst du entweder sagen, morgen mache ich dann nur 40%. Oder du nimmst einfach die 10% extra mit und sagst, geil, 10% mehr gemacht. Also es ist deutlich motivationssteigernder als dieses Hantieren, Jonglieren mit diesen riesigen Zahlen. In Monaten will ich so und so oder in hunderten Stunden oder was weiß ich was. Das ist viel zu abstrakt.